Als Ingenieur nenne ich sie Koinzidenzen, aber irgendwie berühren mich all diese faszinierenden Zufälle. Es begann mit dieser einzelnen wilden Feuerlilie, die in einer Felsspalte direkt unter dem Adler blühte. Die Feuerlilie ist ein Symbol für Lebensfreude, Mut und Optimismus. Seit dem Fund des Grabfelsens ist so viel Unerwartetes passiert, dass ich kaum weiß, wo ich anfangen soll. Ein zufälliger Hinweis veränderte alles. Und es kam etwas ans Licht, das, sagen wir, es ist richtig, dass es ans Licht gekommen ist. Okay, den abgestürzten Grabfelsen haben wir also in Episode 3 wiedergefunden. Und überraschenderweise war er völlig intakt. Anton Bauer war ein Kunstschmied mit Legendenstatus. Die von ihm handgeschmiedete Tür zum Grabfelsen ist also ein echter kleiner Schatz. Liegt sie wirklich noch da draußen im Wald? Michael und ich seilen uns nun mit 200 Meter Statikseilen vom Adler aus ab. Hoher Gestrüpp. Wir wollen mit einem Metalldetektor die Absturzbahn des Grabfelsens genau untersuchen. Selbstverständlich haben wir die nötigen Bewilligungen eingeholt. Michael ist Geologe und hat von Berufswegen viel Erfahrung mit Arbeiten am Seil. Ich bin sehr dankbar, dass er dabei ist und auf unsere Sicherheit achtet. Das wäre schon sehr nah, aber... mühsam, ne? Da unten liegt etwas metallisch. Schon. Aber es ist glaube nicht säuerlich. Schon mal vorweg, es wird noch eine Weile dauern, bis wir die Tür lokalisieren können. Aber wir kommen der Lösung zwischendurch sehr nahe. Du wirst vermutlich überrascht sein, falls du es nicht schon aus den Medien weißt. Achte auf jedes Detail. Hä? Hoffentlich ist ja heute ganz voller tot. Ja, weißt du, vom Meißeln von ihm, vom Spitzen. Schau da. Tot. Ah, ja. Ja. Scheiße. Wenn es viel so Zeug hat, wird es natürlich schwierig. Ja. Das ist richtig. Unsere Hoffnung war, dass das Türchen nahe bei der Absturzstelle liegen geblieben ist und mit dem Metalldetektor schnell und einfach zu finden sei. Aber tatsächlich stellte sich die Suche als sehr schwierig heraus. Realität halt. Ja, das ist natürlich krass. Okay. Nicht so ganz ungefährlich da. Da ist alles recht los.
Okay. Ja. Ich würde sagen, da steigt langsam die Wahrscheinlichkeit, oder? In diesem Bereich. Willst du auch meinen? Ja, Also ich glaube, da von mir Weg aufwärts. ich glaube jetzt nicht. Glaubst du auch nicht, gell? Da kommen wir jetzt einmal hier ab. Obwohl es da oben noch einiges... Oh, oh, Achtung! Ist gut? Ja. Hast du jetzt gerade eine Fallstudie? Die Zeit reicht heute nicht, um alle detektierten Metallobjekte auszugraben. Wir beschränken uns deshalb erstmal auf die stärksten Signale und die wahrscheinlichsten Stellen. Meinst du, jetzt müsste eher da einer sein? Weil jetzt gehen unsere Seile. Wir haben langsam ein bisschen weiter. Also der Fels ist eigentlich vom gelben Seil, würde ich sagen, gerade etwa einen Meter links. Wahrscheinlich, ich würde sagen, das Zeug ist da durch abgekommen. Hätte ich jetzt geschätzt. Heilandsacker, du. Ah, nein. Sägeblättli. Das ist irgendwie nochmal ein Teil von der Zeigeplatte. Vermutlich schon, aber es ist einfach relativ groß. Wenn so einen Meter lang ist das Sägeblatt nicht. Siehst du? Boah. Das ist nicht zum Zahlen. Hey. Da hat es Metall, das glaubst du eins nicht. Da hat es einen hohen Stahlträger oder was das ist. Du, das müsste ich glaube ich mal ein bisschen genauer anschauen. Da hinten. Du, ich weiss nicht so recht. Also Türli ist es nicht, aber siehst du es? Hier noch schnell piepsen, ob da noch mehr so Zeug rumliegt. Irgendwie wäre ich gescheiter da außen durch. Irgendwie das Bödeli da hinten. Lass mir keine Ruhe. Ich muss da wieder rauf und nach oben rum. So schon, ja. Die Frage ist, ob sich Zeit lohnt, aber... Gegen 19 Uhr müssen wir für heute leider erfolglos abbrechen. Wir wanderten auf einem Unwegzeug zum Adler und zogen die beiden 100-Meter-Seile wieder hoch. Das war gar nicht so einfach. Nochmal herzlichen Dank an Michael. Auf dich kann man sich echt verlassen. Bevor die Suche nun weitergehen kann, muss ich erst ein paar Dinge abklären. So. Ab jetzt wird das hier zu einem realen Detektivspiel. Mal schauen, ob du schlauer bist, als ich es damals war. Achte ab jetzt auf jedes kleinste Detail. Ich werde wahrheitsgetreu und, sagen wir, real chaotisch berichten. Kann deine Intuition die Wissenslücken füllen? Meine Frau hatte damals schon einen Verdacht und ich, naiver Zahleningenieur, wollte ihr einfach nicht glauben. Tatsächlich stellte sich später auf schon fast wundersame Weise heraus, sie hatte recht.
Wenn du es schon aus den Medien weißt, dann versuche es irgendwie zu vergessen. Bleib objektiv wie ein Sherlock Holmes. Wo ist die Tabernakeltür? Ich fühle mich irgendwie so jung. Eine gute Woche später erreichte ich endlich den Verfasser des Artikels über den Adlerhorst. Guten Abend, da ist Andreas Schwendener. Ein distinguierter älterer Herr mit englischem Akzent, der wie ich gerne forscht. Ich stellte mich vor und berichtete von unserer laufenden Suchaktion. Ich fragte ihn auch, ob er Informationen über das kunstvoll handgeschmiedete Türchen hat, das vermisst ist, und ob es inzwischen vielleicht sogar wiedergefunden wurde. Er verneinte das, aber berichtete mir von seinen sehr aktuellen Plänen, den Grabfelsen wieder an die Originalposition transportieren zu lassen. Vor 1-2 Jahren lief tatsächlich ein ernsthaftes Projekt mit dem Segen einer Churer Stadträtin an und es fanden bereits erste Abklärungen mit Unternehmen für Transporthubschrauber statt. Leider konnten sie den Grabfelsen bei einer Begehung nicht mehr finden und die Stadträtin war inzwischen auch nicht mehr im Amt. Sofort bot ich enthusiastisch meine Hilfe an. Ich wusste ja genau, wo der Fels ist. Mein Enthusiasmus wurde aber erstaunlicherweise irgendwie nicht so richtig erwidert. Etwas verwirrt versprach ich, mich wieder bei ihm zu melden, wenn ich irgendetwas Neues herausfinde. Wow, in was war ich da bloß reingestolpert? Ich berichtete wie immer transparent und umgehend meinen Ansprechpersonen beim Archäologischen Dienst und beim Amt für Denkmalschutz von den neuen Informationen. Ich wollte auch helfen, die verschiedenen Bestrebungen zum Grabfelsen allenfalls zu synchronisieren. Ich las dann etwas überrascht, ich solle mich gedulden und nichts auf eigene Faust unternehmen. Nun, selbstverständlich nicht. Ich bin doch ganz locker und entspannt. Lag es etwa an meinem Enthusiasmus, dass ich hier etwas vermeintlichen Gegenwind spürte? Oder steckt vielleicht mehr dahinter? Und dann begann schlussendlich auch ich langsam zu verstehen. Auch in einer Stadt ist die Realität einiges komplexer, als man es sich vielleicht vorstellen mag. Es gilt, viele Aspekte wirklich sorgfältig abzuwägen und das ist auch richtig so. Diese alte Aufnahme von 2020 fügte ich soeben hier im Film spontan als Hintergrund ein. Dabei fiel mir zum ersten Mal auf, dass ich damals zufälligerweise auch den Kometen Neowise mit eingefangen habe. Kometen galten im Mittelalter als Omen für etwas Unerwartetes und Unberechenbares. Carl Gustav Jung war einer der Wissenschaftler, die nicht nur zugaben, sondern sogar betonten, dass unsere bewusste Wahrnehmung bestenfalls bruchstückhaft ist. Und gestern nahmen meine Frau und ich an einer Führung im Churer Kunstmuseum teil. Die Führung fand als interessanter Dialog zwischen einer Kunsthistorikerin und einem hochkarätigen wissenschaftlichen Gastsprecher statt. Die Ausstellung heißt Fragmente und es wurde unter anderem darüber diskutiert, wie unsere Vorstellungskraft Leerräume oder Wissenslücken auffüllt. Der Gastsprecher war Kantonsarchäologe Dr. Reitmeier. Der Kreis schließt sich. Schließlich erhielt ich ein E-Mail vom heutigen Stadtrat und ich wurde gefragt, ob ich zu einer Begehung des Grabfelsens mit einem Forstwart bereit wäre. Selbstverständlich war ich das. Bei der Felsbegehung hatte ich gute Diskussionen mit dem Forstwart, der die Interessen der Stadt intelligent vertrat. Ich schätze das Gewicht des Felsens deutlich höher als bisher von anderen Personen angenommen. Ich habe als Goldsucher und Ingenieur einige Erfahrung mit schweren Felsen und gehe von ca. 5 Tonnen aus. Dafür reicht ein normaler Schwerlasthubschrauber nicht. Wir bräuchten mindestens den russischen Kamov Ka-32 oder vielleicht sogar einen Super Puma. Und dann sind da noch Sicherheitsaspekte. Bündnerschiefer ist relativ instabil, der Fels darf in der Luft auf keinen Fall auseinanderbrechen. Und auch oben beim Adlerhorst wäre vermutlich einiges an Beton und Armierungseisen nötig, um die Städte seriös zu sichern. Die andere Seite der Waagschale ist der Nutzen für die Allgemeinheit, die letztlich dafür zahlen müsste. Jeder urteile selbst. Meine Lösung als typischer Ingenieur: ich scanne den Fels erstmal ein. Und als Goldsucher, der sich mit schweren Felsen auskennt, wüsste ich vielleicht noch eine andere Lösung.
Mehr dazu vielleicht in der nächsten oder übernächsten Episode. Aber jetzt will ich vor allem weitersuchen, denn laut dem Verfasser des Adlerhorst-Artikels war ja das handgeschmiedete Türchen bis heute nicht aufgetaucht und könnte also immer noch da draußen liegen. Ich nenne es hartnäckig und optimistisch, dass ich weitersuche. Meine Frau nennt es eher stur mit einer Prise Blauäugigkeit. Lustigerweise haben wir beide recht, wie sich zeigen wird. Man kann zu Recht fragen, warum ich mir das hier antue. Ein Teil der Antwort ist, weil ich es kann. Ich bin ein guter Goldsucher und irgendwie würde es mich freuen, wenn ich meine Fähigkeiten hier für etwas einsetzen könnte, das mehr Bedeutung hat als Goldnuggets. Wenn ich der Stadt Chur etwas zurückgeben könnte, das zu ihr gehört. Das treibt mich irgendwie bei diesem Suchprojekt ganz besonders an. Ich sagte mir auch, selbst wenn ich die Tür nicht finde, leiste ich einen Beitrag an die Stadt, indem ich das Gebiet hier von all dem Schrott befreie. Irgendeine blöde Büchse. Und es war eine gute Gelegenheit, nach meiner langen Krankheit vom letzten Jahr endlich wieder mal so richtig fit zu werden. Ich ging die 500 Höhenmeter immer zu Fuß, von meiner Haustür aus. Genau wie Anton Bauer, dessen altes Wohnhaus übrigens keine 5 Minuten von unserem entfernt ist. Ich wanderte also wortwörtlich in Bauers Fußstapfen. Nur trage ich auf dem Weg nach unten jeweils noch etwas Schrott mit. Als erfahrener Sucher lernt man mit dem Detektor zu lesen. Ich bin jetzt schon ziemlich sicher, dass das hier nicht das Türchen sein kann. Aber ich gabe trotzdem alles aus. Man weiß ja nie. Ist das dort oben drin echt? Ja. Schon wieder so eine Scheissbüchse. Ja. Genau so ist es. Ja. Und dann werde ich richtig nervös. Dieses Objekt hier hat genau die richtige Größe und es liegt exakt in der Falllinie des Grabfelsens. Ist heute endlich der große Tag? Ich wäre so froh. Meine Freunde schmunzeln bereits etwas wegen meiner sturen Suche.
Haha. Wunderschön. Hasserlech. Bei der Diskussion mit dem Forstwart habe ich auch berichtet, wie viel Schrott es im Wald unter dem Adlerhorst hat. Er war sehr erstaunt. Und dann fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Das ist kein zufälliger Schrott. Ich erkenne plötzlich das Muster. Alle Funde liegen in einem Kegel, der zum Adlerhorst hinauf zeigt. Und die meisten Funde sind ungefähr gleich tief im Boden. Das alles sind Anton Bauers Spuren. Echte, rohe, ungeschönte Relikte. Ich werde ganz still. Bei einigen dieser Objekte bin ich der erste Mensch, der sie aufhebt, nachdem Anton Bauer sie fallen gelassen hat. So nahe war ich dem Künstler noch nie. Die Perspektive kippt schlagartig. Plötzlich sehe ich diese Objekte in einem völlig anderen Licht. Je mehr Spuren ich fand, desto klarer wurde das Bild. Ich konnte inzwischen nicht nur genau sagen, in welchem Bereich die Artefakte liegen, sondern auch, wo welche Art von Objekten gehäuft auftritt. Kleinere Objekte wie Nägel, Drähte, kleine Blechteile usw. lagen eher oben, nahe beim Adler im Steilhang. Aber größere Objekte wie Platten, Pfannen, Büchsen usw. lagen tendenziell eher weiter unten, wo es flacher wurde. Nach den Regeln des Storytellings müsste der Film jetzt darin kulminieren, dass ich ganz systematisch und logisch die Tür finde. Aber da dies kein Storytelling ist, sondern die Realität, passierte tatsächlich etwas völlig anderes, Unerwartetes, das mich schlussendlich wirklich auf die richtige Spur bringen sollte. Zufall? Als ich jeweils verschwitzt, voller Staub und mit Schrottteilen in den Händen vom Adler herunterwanderte, schaute mich schon der eine oder andere Churer etwas schief an. Dieser rostige Eimer verhalf mir schlussendlich zum Durchbruch. Bei meinem Video über die Rote Platte hatte ich natürlich den stadtbekannten Churer mit dem Spitznamen Wurm kennengelernt, der schon deutlich mehr als 1000 Mal da oben war. Er schaut seit dem Rote Platte-Projekt meine Videos an, was mich sehr freut. Eines Tages begegneten wir uns nähe Haldenhütli, als ich wieder mal ziemlich gezeichnet vom Suchgebiet herunterkam. Er fragte mich lachend: »Schwendi, was führst du jetzt schon wieder Verbotenes im Schilde?« Ach, solche Momente sind wie gute Musik. Sie machen das Leben einen Tick leichter. Auch Anton Bauer liebte Musik. Sein Urenkel ist heute ein hervorragender Jazzmusiker. Ich bin ziemlich sicher, seine Musik würde Anton Bauer zum Lächeln bringen. Das Leben ist manchmal wie dieser Film, scheinbar chaotisch. Aber wenn ich eins gelernt habe, dann, dass es Wunder bewirken kann, auf dem Weg zu lächeln.
21. April bot ich auf dem Nachhauseweg wohl eher einen zweifelhaften Anblick. Das Dickicht hatte meine Arme zerkratzt, ich war reif für eine Dusche und ich hielt den verrosteten Blecheimer in der Hand, randvoll mit Büchsen und allerlei Blechstücken. Als ich so den Weg mit einer sportlichen Frau und einem Jungen kreuzte, sah ich ihren Blicken eindeutig an, welchen Eindruck ich machte. Es war Valentina Lardi mit ihrem Neffen Nevio. Sie fragte mich freundlich interessiert, was es mit dem alten Blecheimer auf sich hat. So kamen wir ins Gespräch. Sie wusste tatsächlich gut über Anton Bauer und den Adlerhorst Bescheid und Nevio bekam leuchtende Augen, als ich von meinem Suchabenteuer beim Adlerhorst berichtete. Valentina und ich tauschten unsere Nummern aus und versprachen, uns bezüglich Adlerhorst gegenseitig auf dem Laufenden zu halten. Einen Moment, hast du das auch gesehen? Ich meine nicht die KI-Spielerei, sondern das Objekt. In diesem Foto sieht man etwas, das bis jetzt nicht offiziell bekannt war. Eine kleine Sensation. Jetzt gerade beim Editieren des Films ist es mir aufgefallen. Siehst du es auch? Bauer hatte direkt beim Adler eine Hütte. Das hatte ich aufgrund der Spuren schon etwas vermutet, aber nicht richtig geglaubt, weil es dort wirklich sehr steil und abschüssig ist. Aber dieses Foto aus dem Archiv des Urenkels liefert den endgültigen Beweis. Erst jetzt verstehe ich auch wirklich, wieso dieser Ort Adlerhorst heißt und nicht einfach nur Adler. Die Fragmente ergeben ein immer klareres Bild. Ich bin hell begeistert. Bevor die Spurensuche nun zusammen mit Valentina und Nevio weitergeht, ein Wort zur KI. Mir persönlich macht nicht die KI selbst Angst, sondern das, wozu Menschen sie missbrauchen werden. Diese Zeitraffer-Sequenz hier ist 100% echt, von mir selbst aufgenommen. Glaubst du mir? Heute müssen wir uns diese Frage bei jeder Videosequenz stellen. Aber die Realität gewinnt am Ende immer. Unser Körper zum Beispiel lehrt uns das. Schon 2 Tage nach unserer Zufallsbegegnung meldete sich Valentina Lardi wieder bei mir. Sie berichtete von einem ebenso zufälligen Gespräch mit einer Person bei der Mittenberghütte. Diese erzählte, die vermisste Tür vom Adlerhorst sei angeblich vor ungefähr 20 Jahren von einem Mann aus Maladers gefunden worden. Sie erinnerte sich aber nur, dass dieser ein guter Tänzer gewesen sei. In Maladers gäbe es viele Hassler, es sei also vermutlich ein Hassler gewesen. Na, wenn das mal keine hochinteressante Spur war. Die Tür ist also vielleicht wirklich intakt und bei irgendjemandem da draußen zu Hause. Natürlich begann ich sofort mit den Recherchen. Ich erstellte mir eine Liste mit Hustlers, die ich abklappern wollte. Ich erwartete zahlreiche Telefonate.
Aber dann... Das hier ist wirklich das allererste Telefonat meiner vermeintlich so schwierigen Hassler-Recherche. Ein weiterer Zufall? Hassler? Geht Sie wohl, da ist schon der Schwender aus Chur. Nicht so wohl. Ich habe eine spezielle Anfrage. Und zwar, ich suche nach einem Herrn Hassler, wo, wie man mir gesagt hat, das Türli von dieser Atlaskulptur vom Mittelberg gefunden hat, vor ein paar Jahren. Ja, das bin ich, ja. Ah, da bin ich richtig bei Ihnen. Ah, das ist schon sensationell. Das ist schon lustig. Wieso hat Ihnen denn meine Telefonnummer gegeben? Also die Telefonnummer habe ich habe einfach mal im Internet gesucht nach einem Herrn Hassler. Entschuldigung, wenn ich Sie störe. Nein, ist schon gut. Haben Sie gerade Also das ist das Ur natürlich vom Bauer, oder? Ja, ganz genau. Ja. Das ist jetzt aber lustig, dass ich gerade da in dem Fall bei Ihnen im richtigen Land, ja. Ja. Spannend. Und jetzt? Also, ich weiß nicht, ich persönlich hätte halt wahnsinnig gefreut, wenn ich es mal könnte anschauen und allenfalls föteln, falls Sie das noch haben. Oder? Aha. Ja, ich habe das dort immer einem abgegeben, das habe ich nicht mehr. Okay. Das habe ich einem gegeben, der sich dort dem Steinadler und dem Zeugs dort angenommen hat. Aha. Und das ist glaube ich, ein Engländer. Und der hat eben, der hat so einen englischen Akzent, wo, glaube ich, Straße. Moment mal. Herr Hassler hat also nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt und damals vor ca. 15 Jahren das Artefakt diesem Forscher mit englischem Akzent abgegeben. Dem Verfasser des Adlerhorst-Artikels. Ich hatte diesen doch ausdrücklich gefragt, ob er seit Erscheinen seines Artikels etwas über den Verbleib der Tür gehört hat. Und ich habe ihm detailliert von meiner laufenden Suchaktion erzählt. Nun, es gibt nur einen Weg, diese Sache aufzuklären. Ich werde ihn anschließend sofort anrufen. Aber erst noch einmal zurück zu Herrn Hassler, der das Richtige getan hat und der sich auch sehr für die Geschichte von Anton Bauer interessiert. Auch der Kontakt mit ihm wird auf sehr positive und konstruktive Art und Weise weitergehen. Das Netzwerk mit Valentina Lardi und Jörg Hassler wird zu einem noch besseren Volltreffer führen und wieder durch schon fast unglaubliche Zufälle. Ich habe die Nägel, wo es befestigt war, habe ich jetzt noch gehabt. Und dann ist einwendig noch so ein kleines marmoriges Engel, das habe ich auch mitgenommen, das habe ich auch dem gegeben. Und darf ich fragen, wo haben Sie denn das Törli gefunden? Ist das noch am Fels? Das ist unter dem Stein. Ich bin in der Tolle oder ab und dann den Stein gesucht. Ja. Und nachher, das ist kurz über wo der runtergestürzt ist. Und dann habe ich das Laub weggenommen und dann ist das Türli eigentlich reingedruckt gewesen. Es ist nicht mehr so gewesen, wie es ist. Aber das Türli ist locker ganz gewesen. Es hat überhaupt keinen Schaden, nichts. Ah, das ist also es war beim Stein selber gewesen. Okay. Ja, also ich habe es gefunden. Das ist im Stein, es hat es eigentlich in die Urnennische reingedruckt gehabt. Okay. Ja. Das ist lustig, weil ich bin recht am Suchen war, jetzt ein paar Mal im Wald oben dran, weil ich denke, das hätte es weggespickt. Aber das ist ja super, dann ist es okay. Dann das ist noch aus Huber, der muss das haben. Also gut, ich tue noch mal schnell schauen. Okay. Ich will noch mal Bescheid haben. Alles klar. Gut, in dem Fall. Danke vielmals. Wiederhören. Und dann, einen guten Monat später, erreichte ich ihn. Jetzt aber, warum dass ich Ihnen anrufe? Ich habe dann weiter recherchiert wegen dem Türli, wegen dem schmiedeeisernen Türli, das ja vermisst ist. Ja. Und ein Jörg Hassler, das ist auch ein Förster, hat mir gesagt, er hätte das gefunden und er hätte es reingebracht.
Er bestätigte alles, war freundlich, aber er wollte mir zu diesem Zeitpunkt nicht erlauben, Bauers Tür zu filmen oder einzuscannen. Er machte nochmal deutlich, dass es sein starker Wunsch sei, dass die Stadt Chur das Geld investierte, das nötig war, um den Grabfelsen zurück zum Adlerhorst zu transportieren. Das war sein Projekt. Mein Schatz! Natürlich war ich innerlich am Kochen, aber Impulskontrolle ist in der heutigen Welt wichtiger denn je. Mit emotionalen Urteilen liegt man so oft falsch, gerade eben, weil zum Beispiel die sozialen Medien direkt auf das Herz zielen und weniger auf den Verstand. Ich hörte also erstmal zu und schluckte meine Enttäuschung runter. Ich wollte auch weiterhin glauben, dass dieser distinguierte Forscher prinzipiell gute Absichten hat. Und ich sollte damit Recht behalten. Die Sache brauchte einfach etwas Zeit. Gemäß einem neuen Artikel im Churer Amtsblatt wird der Bauers Tür dem Rätischen Museum übergeben. Das finde ich richtig. Eigentlich hätte ich auch gerne mit ihm zusammengearbeitet. Aber ja, er signalisierte mir recht klar, dass er alleine weitermachen will. Und das respektiere ich natürlich. Falls er aber seine Geschichte zum Adlerhorst doch noch in einer zukünftigen Episode mit uns allen teilen will, bin ich natürlich offen für alles. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann passierte das fast schon Unglaubliche. Valentina Lardi war im Juli in Puschlav. Durch einen riesigen Zufall begegnete sie Jörg Hassler, der auch gerade in Puschlav unterwegs war. Die beiden kannten sich wohlgemerkt vorher noch nicht. Aber als Valentina Jörgs Namen hörte, sprach sie ihn auf die Adlerhorst-Geschichte an und sofort war alles klar. Kann das noch Zufall sein? Valentina und Jörg sprachen dann voller Faszination über Anton Bauer und die gemeinsamen Recherchen, worauf mich Jörg anschließend wieder anrief. Ihm war nämlich eingefallen, dass Bauer in seinen späten Jahren ein Maiensäß ob Malorders besessen hatte. Gemeinsam ermittelten wir den heutigen Besitzer. Wir ahnten vorerst nicht, mit wem wir da Kontakt geknüpft hatten. Mit den Urenkeln Anton Bauers. Timon Roth schrieb mir erst nach einer Weile, wer sie wirklich sind. So ist es dazu gekommen. Der Kreis hat sich geschlossen. All diese Zufälle machen selbst mich als Ingenieur nachdenklich und einfach nur dankbar. Ob es so etwas wie Omen oder Vorbestimmung gibt, kann vermutlich deshalb nicht eindeutig beantwortet werden, weil es einfach die falsche Frage ist. Tatsache ist, das menschliche Gehirn ist so aufgebaut, dass es extrem gut darin ist, Muster zu erkennen und Informationslücken aufzufüllen. Manchmal landen wir so faszinierende Volltreffer, manchmal kreieren wir nur Illusionen. Wir können nichts dafür, unser Gehirn ist so verkabelt. Es ist gleichzeitig absolut genial und fehleranfällig. Tatsächlich hängt es auch stark von unserer Einstellung und Stimmung ab, womit unser Gehirn Informationslücken füllt und welche Muster wir dann sehen. Die eigentliche Gretchenfrage ist also viel eher: Wohin lenken wir unser geniales und fehleranfälliges Gehirn? Ich schenke uns jetzt noch ein paar weitere Fragmente. Was du darin erkennst, gehört alleine dir.
in den Teilen 2 und 3 konnten wir erahnen, was die 2 Weltkriege mit Bauer gemacht haben. Well, now, looking at the world today, do you feel that a third world war is likely? I have no definite indications in that respect. But there are so many indications that one doesn't know what one sees. Is it trees or is it the wood? It's very difficult to say. Because the dreams of people's dreams contain apprehensions, you know. But it is very difficult to say whether they point to a war, because that idea is uppermost in people's mind. We are so full of apprehensions, fears, that one doesn't know exactly to what it points. And one thing is sure, a great change of our psychological attitude is imminent. That is certain. Why? Because we need more. We need more psychology. We need more understanding of human nature, because the only real danger that exists is man himself. He is the great danger. And we are pitifully unaware of it. We know nothing of man, far too little. His psyche should be studied, because we are the origin of all coming evil. Die KI ist im Grunde nur eine vereinfachte Kopie unserer Gehirne. Sie ist so leistungsfähig, weil sie wie sehr viele Gehirne aufgebaut ist. Schwarm. Unser Fokus liegt heute meistens eher auf Individualität. Aber ein Mensch kennt immer nur Fragmente. Ein Blick in die Zukunft. Im Januar 2026 werden Jörg und ich beim Archäologischen Dienst unsere Ergebnisse und Erlebnisse zu Anton Bauer und seinem Adlerhorst präsentieren. Und wir planen, Bauers Maiensäß zu filmen. Dort gibt es angeblich viele noch nicht bekannte Artefakte Bauers. Vielleicht sehen wir bei dieser Gelegenheit auch Bauers Urenkel in Fleisch und Blut. Wir nähern uns aber nun erst der Gegenwart, dem Jetzt, dem einzigen Moment, in dem Leben durch unsere Adern fließt, dem einzigen Moment, in dem wir das Lenkrad wirklich in der Hand halten. Ich habe keine Ahnung, wie die Geschichte weitergeht. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Aber irgendwie werden wir es schon schaffen. Wir sind ja nicht allein. Magst du mit mir bis zum Sonnenaufgang bleiben und einfach die Gedanken ein bisschen schweifen lassen? Far from all the things I left behind, I hear the call of restless skies, the dreams I couldn't chase, the moments I can face. The streets unfold into the night, and woven dreams escape my sight. The winds hum through the pines, a name that still entwines. The city is asleep, moonlight cut so deep, footsteps dragging slow, and cold air on my skin is pulling me back in. The silence starts to sing, feel the stillness grow, surrender into light that pierces through the night.
tales of stories told. And gravel paths of rust and gold. Yet still I hear the sound of roots beneath the ground. The city is asleep. Moonlight cuts so deep. Footsteps dragging slow in cold